Wir haben jetzt 10 Tage frei und machen einen Roadtrip von Sun Peaks nach Calgary durch die Rocky Mountains. Und natürlich nehmen wir euch wieder mit. Meine Mama ist dabei diesmal. Und wir hoffen, wir haben gutes Wetter. Ja. Und die erste Nacht verbringen wir wieder in Clearwater. Uns hat es hier sehr gut gefallen. Und wir zeigen euch mal die Aussicht. Krass, oder? Wir haben jetzt noch mittags, wir haben die erste Strecke hinter uns gebracht. Wir haben jetzt Mamas Zelt aufgeschlagen, damit uns keiner den Campingplatz wegnimmt. Jetzt fahren wir dann. Und jetzt fahren wir uns noch Wasserfälle angucken. Wir sind hier wieder bei der Raft Rim Recreation Site und wir bezahlen $15 pro Nacht. Eben haben wir schon ganz viele Blaubeeren gefunden am Wegrand und jetzt haben wir noch Himbeeren gefunden. Man muss aber aufpassen, dass man die richtigen isst. Alter, die ist so lecker. Himbeere. Die bessere Himbeere. Sieht komisch aus. Ja, wir haben vorhin schon Blaubeeren gegessen. Ich sag nicht, die schmeckt ultra geil. Ja. Wir haben überstürzt unser Camp abgebrochen, weil es regnet. Tja, so ist das manchmal. Es hat auf einmal angefangen zu regnen. Jetzt haben wir schnell unser Zelt zusammengebaut. Jetzt frühstücken wir noch zu Ende und dann fahren wir sowieso weiter. Heute fahren wir ungefähr 3 Stunden zum Kinbasket Lake. Und da werden wir dann die Nacht campen und den Tag verbringen. Wir sind jetzt in Whalemount angekommen und es regnet immer noch. Es soll auch noch die nächsten Tage regnen. Und wir machen uns jetzt einen Plan, was wir die nächsten Tage machen. Ob wir campen oder ob wir uns eine Cabin buchen. Eigentlich wollten wir hier campen. Ja. Jetzt überlegen wir hier eine Cabin zu buchen. Wir schauen mal. Wir hoffen, dass es aufhört zu regnen. Um dem Regen etwas zu entkommen, sind wir jetzt gerade in ein Museum gegangen, das Whalemount Museum. Wir schlagen Zeit tot, aber es war trotzdem interessant. Es ist süß, dass es sowas gibt. Während die Mama und ich im Museum waren, ist Isabel im Auto geblieben und hat gehäkelt. Mal gucken, was die jetzt macht. Na? So, wir sind am Kinbasket Lake und zwar beim Yellow Jacket Recreation Site. Und die kostet wieder $15 pro Campsite pro Nacht. 14. Sogar nur 14. Und ja, Hans geht jetzt ins Wasser. Witzig. Das gleiche habe ich eben auch schon aufgenommen und habe gesagt, und gerade ist meine verrückte Mama im Wasser. Los, geh rein! 10 von 10. Kalt? 10 von 10 kalt. Oh je, unser Auto ist ganz schön dreckig geworden. Jetzt müssen wir gar nicht mehr das Nummernschild pixeln.
Wälder Feuerholz am Sammeln. Mal gucken, ob wir heute Feuer ankriegen. Das ist eine Challenge. Wir haben die Nacht beim Kinbasket Lake verbracht. Das war ein richtig schöner Campground. Wir waren alleine und es ist sogar trocken geblieben. Es hat nicht nochmal angefangen zu regnen, worüber wir sehr froh waren. Und heute ist schon der 3. Tag unseres Roadtrips durch die Rocky Mountains. Wir sind jetzt weitergefahren zum Mount Robson und machen hier die Kinney Lake Wanderung. Das sind ungefähr 13 Kilometer hin und zurück. Jetzt hier an unserem Lunchplatz angekommen und vorm Mittagessen springen die Mama und ich noch schnell ins Wasser. Okay, es ist nicht warm, sagen wir mal so viel. Scheiße. Die Mama, die geht doch einfach da rein. Ich bin doch. Die ist schon drin. Aber es ist kalt. Oh. Ui, ui, ui. Und jetzt hat es auch wieder angefangen zu regnen. Aber wir sind froh, dass wir bei gutem Wetter die Wanderung genießen durften. Genau. Lieber so als anders da. Jetzt suchen wir uns ein Café und danach geht es zurück zum Was Campground. machen wir im Café? Häkeln Und wo haben wir das gelernt? von deiner Mama. Die hat uns das beigebracht, das Häkeln. Wir sind jetzt im Häkelfieber. Wer hätte das gedacht? Wir haben jetzt ca. 9 Uhr abends und haben schon Abend gegessen. Hier ist unsere Campsite für heute. Das ist der Mount Robson Meadows Campground. Und zumindest dachten wir, das wäre unsere Campsite heute, weil als wir hier angekommen sind, war an diesem Pfosten ein Available-Schild, ein grünes. Deswegen dachten wir, okay, hier können wir uns hinstellen, das geht klar. Falsch gedacht, als wir eben fertig gegessen haben, kam dann die Rangerin vorbei und hat gesagt, Ihren Namen bitte. Und das war nicht der richtige und scheinbar war die Campsite doch reserviert. Ist ein bisschen blöd gelaufen, dann sind wir rumgelaufen, haben nach freien Campsites geguckt und es gab aber keine mehr. Dann haben wir angefangen, Leute zu fragen und keiner wollte uns so richtig haben. Aber unsere Nachbarin direkt hier gegenüber, die hat dann gesagt, okay, wenn euch kein anderer nimmt, dann nehme ich euch. Und jetzt durften wir uns zu ihr stellen. Und jetzt lassen wir den Abend wie immer am Feuer ausklingen, grillen uns noch ein paar Marshmallows und trinken noch Ginger Ale. Ja, hatten wir mal wieder Glück im Unglück.